the door. Leave your message here on the telephone, 'cause we've no idea when we're coming home. Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, wir sind unterwegs. Liz ist auch mit dabei. Und wie versprochen, heute geht es um den letzten See in der Iron Lake Challenge Schleswig-Holstein. Also die Nummer 25. Laut der Rankingliste der Iron Lake Challenge sollte es die Nummer 14, glaube ich, sein. Und das ist das Rantumbecken. Ihr habt das ja schon mitbekommen zum Anfang. Wir sind mit einem Autozug nach Sylt gefahren, oder besser gesagt auf Sylt. Und wollen denn hier den letzten See bestreiten. Die Strecke soll grob 10 Kilometer sein. Mal sehen, wie weit sie denn am Ende wirklich ist. Aber ich glaube, hier können wir uns nicht so doll verlaufen, weil die Insel ist ja allgemein nicht so groß. Aber wir werden los und mal schauen, was es hier vielleicht so zu entdecken gibt. Das Rantumbecken ist ein 576 Hektar großes Naturschutzgebiet, was eigentlich im Zweiten Weltkrieg gedacht war für die Luftwaffe als Seeflughafen. Dieser Damm hier, der ist ungefähr 5 Kilometer lang und wurde damals von der Wehrmacht erschaffen. Später wurde in das Rantumbecken die Abwässer von Sylt reingeleitet und dann ab 1962 wurde großflächige Renaturierung des Rantumbeckens durchgeführt. Seit 1968 ist es hier Europa-Vogelschutzgebiet und es ist Europa-Reservat. Falls ich noch andere Daten zu dem See finde, er hat ungefähr einen Umfang von 10 Kilometern, dann werde ich sie euch natürlich wieder auf der Tafel zeigen. Hier haben wir noch einen Infopunkt für das Rantumbecken. Hier werden übrigens auch Vogelführung und naturkundliche Führung durchgeführt. Und man kann sich drüber informieren, wie hier der Küstenschutz durchgeführt wird.
Ja, und da wäre es vollbracht. Okay, ich habe jetzt noch 1 Kilometer, besser gesagt, wir haben noch 1 Kilometer. Liz war ja mit dabei. Und dann habe ich zumindest die Iron Lake Challenge Schleswig-Holstein beendet. Bin dann mit Beendigung des Rantumbeckens um die 25 größten Seen Schleswig-Holsteins gelaufen und habe ungefähr eine Strecke von 460 Kilometer hinter mich gebracht. Die genaue Kilometeranzahl werde ich euch natürlich unten reinschreiben. Und am Abschluss gibt es natürlich wieder für das Rantumbecken die animierte Streckenkarte, wo ich dann euch natürlich auch wieder unten zeige, wie lange wir gelaufen sind und wie lange die eigentliche Laufzeit gewesen ist. Die Strecke ist eigentlich schön, wenn sie auch von der Landschaft ein bisschen langweilig ist, aber man kann ganz viele Vögel beobachten, weil ich hatte es ja zum Anfang schon gesagt, es ist ja hier ein Vogelschutzgebiet. Die Strecke war somit 10,1 Kilometer, wenn wir am Auto jetzt angelangt sind. Das war es eigentlich, was man so zu Wanderweg sagen könnte. Es hätten noch ein paar mehr Bänke sein können, weil nur hier in Rantum zum Beispiel, wo wir jetzt sind, am Ende bei dem Campingplatz haben wir jetzt gerade mal eine Bank gefunden. Und ich glaube, eine war noch so grob unterwegs. Schöner wäre das noch gewesen, wenn so 1, 2 gewesen wären. Zum Beispiel bei den Infotafeln. Der Wanderweg war übrigens sehr gut ausgeschildert. Dann sollte ich damit jetzt zum Ende kommen dieses Videos und zum Ende der Iron Lake Challenge. Es hat mich gefreut, dass ihr mich auf allen 25 Seen begleitet habt oder um die 25 Seen. Die Seen waren sehr abwechslungsreich, manchmal auch nervig, wobei die nervigen Teile der niedrigste Teil war. Die meisten Teile um die Seen waren sehr schön und man konnte sich super erholen. Dann heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und nicht vergessen, liken, zu kommentieren und wer neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich ein kostenloses Abo hinterlassen und dass ihr nichts mehr verpasst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Also es wird hier nicht zu Ende sein. Es werden noch ein paar mehr Wanderungen hier geben. Also ich werde es auch nicht beenden. Dann natürlich auch die Glocke drücken. Dann sagen wir beide zu euch. Tschüss! Hinter mir seht ihr den Dieksee, den Küchensee bei Ratzeburg. Also ich möchte hier um den Dobersdorfer See wandern. Wir gehen heute um den Eutiner See. Es geht heute um den Wittensee für die Umrundung des Passader Sees. Die Komplettrunde von 19 Kilometer um den Postsee laufen. Heute um das Windebier Moor wandern. Kurzes Fazit zu der Umrundung vom Westensee, um den großen Binnensee. Dieser Weg soll jetzt direkt zum Syllenter See gehen. Der Kellersee ist übrigens die Nummer 6 in der Rankingliste. Es gibt wohl hier einige Informationen über den Einfelder See. Heute möchte ich um den Wählersee, der Ratzeburger See. Freier Blick auf den Himmelsdorfer See, schönen Blick auf den Trammer See, schönen Blick auf den großen Segeberger See. Einer der bescheidensten Runden, nämlich den Wadersee, dem Stocksee, mit Blick auf den großen Plöner See. Hier haben wir dann auch endlich den Lüttmersee. Ich kann das Kronenloch sehen. Wollen wir den Lanker See umlaufen? Das ist das Rantumbecken.
Hier nochmal was Historisches zum Abschluss. Hier sind wir nochmal in der Nähe von Westerland an der ehemaligen Tinnum-Burg. Diese wurde gebaut im ersten Jahr um Christi Geburt und wurde wiederbelebt im 9. und 10. Jahrhundert. Sie gilt damit als einer der ältesten Burganlagen in Schleswig-Holstein. Bin mit Beendigung des Rantumbeckens Entschuldigung. Krümel.